Hallo liebe Starship Trooper, in diesem Video möchte ich euch eine Lösung für das Self-Hosting genauer vorstellen. Damit bist du in der Lage, deine Daten direkt bei dir zu Hause zu behalten und trotzdem überall hin zu synchronisieren und mit deinen Freunden und der Familie zu teilen. Du musst daher deine Daten nicht mehr bei den großen Kraken wie Google und Amazon abliefern, sondern hast sie voll unter deiner eigenen Kontrolle. Du brauchst nur einen ganz normalen DSL-Anschluss und Zugriff auf deinen Router und dann kann es auch schon losgehen. Wie das Ganze geht, das erkläre ich dir jetzt hier im Detail. Ich habe hier also bei mir meinen Router, der hat so ein Webinterface und eine IP-Adresse, die sehe ich hier 192.168.1 hat er bei mir. Da gibt es dann einen Punkt DNS und dort Dynamic DNS, denn wir müssen natürlich irgendeine Domain, also einen Namen haben, über die wir nachher auf unsere Lösung zugreifen können. Ich kann hier direkt bei mir im Router Dynamic DNS aktivieren. Das kannst du zum Beispiel bei einer Fritzbox auch. Ich habe jetzt hier sowas wie einen Zeichsel-Router, da kann ich das direkt integriert. Hier habe ich mir einen Anbieter ausgewählt, den ich persönlich sehr gerne habe und auch empfehle. Das wäre freedns.afraid.org und habe mir dort eine dynamische Domain registriert und die heißt tuxwiz.mu.com. Das heißt, mein Anschluss ist immer unter dieser URL erreichbar, tuxwiz.mu.com. Als nächstes habe ich hier natürlich meinen Server. Ich habe jetzt hier Tuxwiz, meine eigene Linux-Distribution. Die kannst du hier auf spacefund.ch beziehen und die habe ich in der Mini-Stable-Variante im Einsatz, denn die eignet sich besonders gut zum Betrieb deines eigenen Servers, denn sie bringt hier auch eine abgespeckte grafische Oberfläche mit. Dann muss ich natürlich die IP-Adresse meiner Installation wissen. Die kann ich rausfinden mit Hostname -I und dann zeigt er mir die hier schon an. Das ist die IP-Adresse von meinem Server, den ich hier installieren möchte. 192.168.157. Dann kann ich hier in den Netzwerkeinstellungen auch noch Port Forwarding aktivieren. Dazu muss ich mich nochmal neu anmelden und kann jetzt hier direkt in den Einstellungen, Netzwerkeinstellungen, in dem Bereich NAT das Port Forwarding aktivieren. Das habe ich hier für euch schon mal gemacht. Hier habe ich zwei Services, HTTP, das wäre Port 80 und HTTPS Port 443. Die leite ich weiter auf die IP-Adresse meines Servers, die ich vorhin ermittelt habe mit Hostname -I 192.168.1.157. Hier seht ihr Startport 80, Zielport 80, Startport 443 und Zielport 443. Das heißt, mein Server wäre jetzt über tuxwiz.mu.com via HTTP und HTTPS aus dem Internet erreichbar. Jetzt läuft hier natürlich noch überhaupt kein Dienst, das heißt, ich muss meine Server-Software erst noch installieren. Das mache ich wie üblich in Docker und Docker beziehe ich mir direkt von Docker.io. Da suche ich hier nach Docker install Debian, denn meine Linux-Distribution basiert auf Debian und deswegen kann ich mich an dieser Anleitung orientieren. Docker gibt es natürlich auch für viele andere Linux-Distributionen, die sind hier alle aufgeführt, da musst du halt das suchen, was du bei dir im Einsatz hast. Dann scrolle ich hier etwas weiter runter und kann dann hier schon die Installation beginnen. Als allererstes kopiere ich mir hier diese Befehle, die installieren mir hier dieses apt-repository von Docker. Da klicke ich hier drauf, copied, sage hier Ctrl-Shift-V zum Einfügen und muss natürlich jetzt mein Passwort eingeben, denn all diese Befehle werden mit Root-Rechten ausgeführt. Was hier passiert, hier im Hintergrund installiert er jetzt das Docker Repository, den entsprechenden Signing Key und ist damit dann eigentlich schon startklar. Hier werden am Ende auch noch die Paket-Repository Metadaten aktualisiert und wir können eigentlich sofort mit der Installation beginnen. Wie das genau geht, das steht hier, Install Docker Packages Latest und ich kann mir hier diesen Befehl ebenfalls wieder kopieren. Ctrl-Shift-V. Yes. Hier installiert er mir jetzt Docker im Hintergrund und ich kann dann nachher meinen Benutzer noch zur Docker-Gruppe hinzufügen, damit der User selbst auch in der Lage ist, Container zu starten. Mein User heißt hier Tux und das kann ich gleich im Anschluss auch noch machen.
Im Hintergrund installiert er mir hier jetzt noch Docker. Er bietet mir jetzt hier noch an, dieses Hello World Example zu starten. Das könnt ihr machen, um zu schauen, ob Docker wirklich läuft. Ihr müsst es aber nicht wirklich tun. Hier seht ihr Docker CE, wird bereits installiert und sollte eigentlich im Hintergrund auch schon gestartet werden über einen systemd Service. Das ist jetzt passiert. Sudo user mod-a-g docker tux. Jetzt habe ich meinen Benutzer tux der Gruppe Docker hinzugefügt. Damit das aktiv wird, muss ich mich einmal abmelden, denn diese User-Änderungen werden erst bei einer neuen Anmeldung aktiv. Das habe ich jetzt hier gemacht und ich kann gleich eigentlich weitermachen. Ich möchte euch heute eine etwas andere Lösung vorstellen. Ihr könnt natürlich sowas wie OwnCloud, Nextcloud oder Cfile installieren. Das habe ich bereits in anderen Videos erklärt. Die Voraussetzungen sind eigentlich immer gleich. Ihr braucht entweder so etwas wie Port Forwarding, einen dünnen DNS-Eintrag, oder ihr könnt bei DSL Lite zum Beispiel auch sowas wie einen Cloudflare-Tunnel verwenden. Da seid ihr ganz flexibel. Und jetzt kann ich direkt mit der Installation dieser Lösung, die ich heute zeigen will, loslegen. Und die heißt Pydio. Vielleicht habt ihr da schon von gehört. Pydio gibt es schon relativ lange. Ich kenne das eigentlich schon ewig. So lange wie ich Nextcloud kenne, kenne ich auch Pydio. Und das ist wirklich eine tolle Lösung. Die Basis ist auch hier wieder frei und Open Source und ihr könnt ihr hier auf pydio.com herunterladen. Ich gehe hier im Menü auf den Punkt Download und sehe jetzt hier verschiedene Möglichkeiten zum Download. Das Ganze gibt es für verschiedene Betriebssysteme, Linux, macOS, Windows und auch für ARM, wie zum Beispiel den Raspberry Pi, das wäre jetzt hier ARM64 in der neueren Version. Wir möchten natürlich Docker verwenden, denn damit sind wir sehr flexibel und brauchen nicht hier irgendwelche Pakete zu installieren. Ich gehe jetzt hier also auf den Docker Hub, das ist die übliche Quelle zum Bezug von Docker Images und dort finde ich hier auch noch mal eine weitere Anleitung. Das ignoriere ich jetzt hier alles, denn wir möchten das mit so einem sogenannten Docker Compose File machen, denn damit deklarieren wir dieses Setup und sind immer auf der sicheren Seite. Wir möchten aber auch, dass das Ganze über ein Zertifikat verschlüsselt wird, über Let's Encrypt, und das wird hier nicht beschrieben, sondern hier in den weiteren Beispielkonfigurationen. Da kann ich hier unten auf More Examples, Relevant Sample Configurations klicken und lande dann hier in dem Git-Repository von Pydio Sales. Denn eigentlich heißt Pydio Sales seit einiger Zeit schon. Und hier gibt es jetzt ganz verschiedene Beispiele. Basic, Behind Traffic, das ist auch so ein Reverse Proxy wie der Nginx Proxy Manager, so ähnlich, den habe ich ja auch schon gezeigt. Wir möchten eine Lösung hier direkt mit Let's Encrypt Zertifikaten. Wir packen jetzt also keinen weiteren Proxy vor die Lösung davor. Hier sehe ich jetzt Sales Home with Let's Encrypt Certificates. Genau das möchten wir hier einrichten. Hier steht auch nochmal, es muss Port 80 und 443 erreichbar sein. Das haben wir schon eingerichtet in unserem Router. Wir sind also startklar. Dazu brauche ich jetzt halt hier diese Files, und zwar 1, 2, 3 Dateien, und die kann ich mir hier einzeln runterladen. Ich könnte auch das ganze Repository klonen und mir die Dateien dann da rauspicken. Ich kann die aber auch hier einzeln aufrufen. Klicke hier entweder auf Download WAR File, ja, dann habe ich es schon, Download WAR File, und dann mache ich das gleiche hier eben mit den weiteren Dateien auch. Die lädt er mir direkt jetzt hier in mein Home-Verzeichnis herunter. Wir möchten das ein bisschen sortieren, das heißt, ich mache mir hier in meinem Home-Verzeichnis, ich mache mal hier ein ls, da seht ihr die 3 Dateien, ich mache mir jetzt einen Ordner mkdir pydio. Da rein kopiere ich jetzt diese Dateien, move docker compose pydio, move install-conf pydio und move env, und das kopiere ich jetzt nach pydio.env als Hidden File. Das soll eine versteckte Datei sein. Jetzt gehe ich mit cd pydio in diesen Ordner rein und sehe jetzt diese 3 Dateien. Also eigentlich sehe ich jetzt nur 2, weil ja die env-Datei jetzt versteckt ist. Die kann ich mir jetzt mit ls-al trotzdem anzeigen lassen. Da seht ihr die, .env. Das Ganze kann ich jetzt bearbeiten, zum Beispiel mit nano, docker compose YAML. Und jetzt ist hier einiges zu tun. Ich möchte jetzt hier in dieser Datei erstmal einige Änderungen vornehmen.
Die Grundlagen sind eigentlich gesetzt. Hier seht ihr, hier werden überall Variablen verwendet. Admin E-Mail, Sales Admin Passwort und so weiter. Das sind alles Variablen. Das erkennt ihr hier an dem Dollar und der geschweiften Klammer. Und das wird über diese .env-Datei befüttert. Ich möchte jetzt allerdings hier noch diese Volumes bearbeiten. Ich möchte nämlich, dass diese Ordner nicht irgendwo, meine Datenordner, nicht irgendwo im System rumfliegen, sondern in diesem Pythio-Verzeichnis. Dann habe ich alles beieinander und kann einfach dieses Verzeichnis sichern und kann es dadurch jederzeit auch wieder herstellen. Das kann ich sicherstellen, indem ich hier einfach ein // davor stelle. Also das heißt, er legt mir in dem Verzeichnis dieses Sales-Dir an. Das gleiche geht hier für das MySQL-Dir, also // MySQL-Dir, und das ist in dem Container das Verzeichnis valib MySQL. Dann kann ich mir hier unten diese Einträge für die Volumes sparen, das heißt, die könnte ich jetzt hier theoretisch rauslöschen. Es ist aber auch nicht so schlimm, wenn die jetzt hier noch drin stehen. So, jetzt sollte das Ganze eigentlich erledigt sein. Ich sage jetzt nochmal Ctrl-O, speichern, Ctrl-X, beenden. Ihr könnt das vorher natürlich auch nochmal wegkopieren oder ihr könnt das auch immer nochmal vergleichen hier mit der Datei, die ihr online im Git findet. Jetzt habe ich also hier eine Docker Compose und diese install-conf, die kann ich mir auch mal anzeigen lassen mit cat, install-conf.yaml, und da sind auch nochmal einige Konfigurationen für die Applikation selbst definiert. Zum Beispiel der Port für die Datenbank und hier auch wieder eben diese Variablen aus der .env-Datei. Die .env-Datei bearbeiten wir jetzt, denn da müssen wir jetzt natürlich noch einige Änderungen vornehmen. Nano.env. Hier kann ich jetzt bei Public FQDN, Fully Qualified Domain Name heißt das, meine dyn-DNS-Adresse eintragen. Das wäre jetzt hier tuxwiz.mu.com. Als Admin-E-Mail kann ich jetzt meine E-Mail-Adresse eintragen. Das wäre jetzt hier bei mir astronaut@spacefun.ch. Sales Admin Passwort, also PWD steht für Passwort, Spacefun. MySQL Root Passwort, da könnte ich jetzt was anderes eingeben, Spacefun. Und Pythio Passwort für MySQL, auch Spacefun. Das könnt ihr natürlich oder sollt ihr unbedingt an eure Bedürfnisse anpassen. Packt da sicher auf jeden Fall ein sicheres Passwort rein und dann könnt ihr eigentlich schon loslegen. Ctrl-O, Enter, Ctrl-X. Jetzt sollte eigentlich, sobald ich das gemacht habe, schon alles soweit startklar sein. Wir schauen jetzt nochmal in dieses README rein und da sagt ihr jetzt hier, ich sollte als nächstes Docker Compose up-d machen und Docker logs-f. Das können wir doch gleich mal durchführen. Ihr könntet auch Docker Compose up ohne -d laufen lassen, dann läuft das Ganze im Vordergrund, bis ihr das mit Ctrl oder Steuerung C abbrecht. Im jetzigen Fall läuft das im Hintergrund. Ich gucke mir aber zusätzlich hier mit dem Semikolon wird der nächste Befehl ausgeführt, egal ob der vorhergehende Befehl erfolgreich war oder fehlschlägt. Das heißt, er führt immer diesen zweiten Befehl auch noch aus. Er macht also einen Docker Compose up -d, schießt damit das Docker Compose in den Hintergrund und zeigt mir aber gleichzeitig hier im Vordergrund die Logs an, nämlich mit Docker Compose logs -f. Das ist so ähnlich wie bei tail-f, das heißt, er followt die Logs und zeigt mir dadurch immer die aktuellen Logdateien an. Jetzt versucht er hier diese Images zu pullen, die holt er jetzt auch von Docker Hub, das haben wir ja eben gesehen. Und er bezieht jetzt diese Images, das muss er natürlich jedes Mal machen, wenn es Updates gibt oder jetzt einmal initial zur Installation dieser Software. Damit ist er jetzt gleich fertig und damit ist die Software selbst auch schon runtergeladen. Jetzt macht er hier das Netzwerk und die Container werden bereits gestartet. Hier guckt er, aha, ich habe eine Domain, tuxwiz.mu.com, Reverse Proxy, hat er jetzt selber intern und er versucht jetzt dann gleich auch schon das Zertifikat für meine Domain zu beziehen. Das initiale Setup, das dauert ein bisschen, weil er jetzt natürlich die ganze Datenbank anlegen muss. Er muss die Verbindungen sicherstellen, dass alles wirklich tatsächlich sauber funktioniert. Dann bezieht er initial einmal mein Zertifikat über Let's Encrypt. Damit kann ich die Verbindung dann wirklich sichern über HTTPS und das wird im Browser auch mit dem Schloss nachher angezeigt. Also da seid ihr wirklich auf der ganz sicheren Seite.
Das macht er jetzt hier im Hintergrund und nachher können wir gleich auch schon mal versuchen, ob wir denn tatsächlich schon auf unsere Pydio-Instanz zugreifen können. Pydio bietet nämlich ein tolles Webinterface, also so ähnlich wie Nextcloud auch, über das ihr direkt mit der Lösung arbeiten könnt. Ihr könnt aber auch einen Client verwenden. Das Projekt bietet auch einen Client und wie der funktioniert, das zeige ich euch nachher auch noch. Jetzt schauen wir mal, ob er hier im Hintergrund schon fertig geworden ist oder ob er immer noch arbeitet, denn das initiale Setup nimmt einige Zeit in Anspruch. Ich kann hier im Browser jetzt parallel schon mal ein neues Browserfenster aufmachen. Ich sage jetzt hier tuxwiz.mu.com und schaue mal, ob da schon etwas erreichbar ist. Und ich sehe, ah ja, da ist meine Lösung tatsächlich auch schon erreichbar. Und ich kann mich jetzt hier als Admin auch schon anmelden. Mit meinem Passwort, was ich natürlich in dem M-File vorher definiert habe. Das ist jetzt hier bei mir SpaceFun. Und ich bin jetzt hier direkt auch schon in der Web-Oberfläche drin. Wie ihr seht, ist die sehr modern, sehr aufgeräumt. Ich könnte jetzt noch eine Tour hier machen und er zeigt mir wirklich alles an. Ich habe hier einmal Common Files, das sind Dateien, die ich mit anderen teilen kann. Ich habe hier auch meine Personal Files, das sind meine eigenen Dateien. Hier zeigt er dir auch noch an, hier kann ich neue Files adden. Ich könnte jetzt sagen Upload und könnte damit jetzt hier eine neue Datei hinzufügen. Hier seht ihr weiterhin Tipps, hier gibt es auch zum Beispiel einen Dark Mode und so weiter und so fort. Also ihr habt hier ganz viele Möglichkeiten, da könnt ihr einfach mal euch durchklicken, was es da alles gibt. Wir schauen jetzt zum Abschluss auch noch den Client an. Der Client verhält sich ein bisschen anders. Das Tolle an Pydio ist, dass der Client wirklich sehr, sehr schnell ist. Ich kenne keine andere Sync-Software, bei der Sync-Client so schnell reagiert. Das ist wirklich eine tolle Sache. Und Pydio hat halt eben dieses moderne Web-Interface, was ein bisschen frischer wie jetzt zum Beispiel so eine Nextcloud oder eine OnCloud daherkommt. Die beides natürlich auch sehr, sehr tolle Lösungen sind und die ich selber auch gerne nutze. Also wir schauen jetzt nochmal bei Pydio, also wir gehen jetzt nochmal auf pydio.com. Ich habe jetzt hier die Suche noch auf. Ich klicke dort wieder auf den Bereich Menü, Download und dann findest du hier Mobile und Desktop Clients. Denn den Client gibt es natürlich wie bei Nextcloud auch für dein Handy, entweder für iOS. Ich hoffe, du nutzt kein iOS-Handy, denn iOS ist halt wirklich keine gute Lösung. Nutze ein Linux-Handy oder Android. Also ich nutze zum Beispiel jetzt ein Linux-Handy und Android und dort findest du auch die entsprechende Software. Aber selbst wenn du iOS nutzt, dann bist du natürlich im Self-Hosting ein wenig freier, als wenn du deine Daten alle jetzt zu Apple ablieferst und dort in die iCloud und die machen damit, was sie wollen. Hier unten gibt es das Ganze auch noch für Windows, macOS und natürlich für Linux, allerdings nur als 64-Bit Binary. Das wollen wir jetzt hier mal herunterladen, das macht er jetzt hier auch gerade schon, das heißt Sales-Sync. Das wird hier bei mir direkt im Home-Verzeichnis gespeichert, also hier, das kann ich jetzt abbrechen, das ist ja nur das Log, also das ist jetzt nicht meine Docker-Instanz, ich habe jetzt nur das Log abgebrochen, mein Pydio läuft hier im Hintergrund natürlich weiter. Jetzt kann ich mal mit CD und Enter zurück in mein Home-Verzeichnis und da sehe ich jetzt diese Anwendung Sales-Sync. Die mache ich noch ausführbar, damit ich sie wirklich auch starten kann. Chmod plus X, Sales-Sync. Und das kann ich jetzt hier aus dem Terminal direkt schon starten mit /Sales-Sync und dann bietet er mir hier einige Parameter an. Und ich möchte jetzt als allererstes mal hier diesen Parameter Start für den initialen Start einmal ausführen. Das macht er jetzt hier und hier wird jetzt mein Client auch im Hintergrund schon gestartet und ich kann jetzt mich hier einmal an meinem neuen Server anmelden. Da kann ich jetzt hier eingeben https://tuxwiz.mu.com. Jetzt muss ich hier natürlich noch meinen Benutzernamen wieder angeben, das ist ja klar. Er versucht mich jetzt hier anzumelden, direkt an meiner Cell und da gebe ich jetzt wieder Admin und mein entsprechendes Admin-Kennwort ein. Das war ja jetzt hier bei mir SpaceFun, das ist das, was du bei dir hinterlegt hast. Dann wähle ich hier aus der Liste jetzt nochmal das aus, das hat er sich jetzt hier noch nicht gemerkt und ich muss jetzt hier eben diesen Folder auswählen. Das ist dann eben noch ganz wichtig, denn ich möchte jetzt hier Personal Files synchronisieren, sonst funktioniert das Ganze auch nicht. Du könntest auch noch einen zweiten Sync-Job anlegen, also das funktioniert hier ein bisschen anders. Du erstellst eben diese Sync-Jobs, einen für Personal Files, einen für Common Files
und dann hast du halt 2 Sync-Jobs hier am Laufen. Ich sage jetzt hier mal Select Personal Files und ich möchte das jetzt hier synken, und zwar zum Beispiel sage ich jetzt hier mal Tux Sales, das ist jetzt von mir als okay, und da sage ich jetzt hier noch einen Unterordner Personal-Files. Select. Sollte er jetzt gefressen haben. Sales, das hat er jetzt noch nicht gemacht. Ich kann das Ganze natürlich auch hier einfach in meinem File Manager machen. Da sage ich einfach Personal-Files erstellen. Das hat er gemacht. Und den kann ich jetzt hier auswählen. Sales, Personal Files, Select. Und jetzt habe ich das hier auch schon bereits eingerichtet und kann das jetzt hier speichern. Und das hat er jetzt hier auch schon gemacht. Also das ist der Client. Ihr seht hier, der hat hier auch so ein Systray-Symbol. Da könnt ihr zum Beispiel auch die Synchronisation forcieren. Hier könnt ihr diese Konfigurationsoberfläche starten und da könnt ihr auch nochmal einige Einstellungen vornehmen. Jetzt wollen wir mal schauen, was wir denn hier synchronisieren können. Ich gehe da einfach mal bei mir auf meine Webseite spacefun.ch. Ich habe ja hier wahrscheinlich die größte Linux Wallpaper Collection der Welt bei mir aufgebaut, nämlich die Linux Wallpaper Galore. Das sind all die tollen klassischen Linux Wallpaper, die ihr vielleicht von früher noch kennt. Und da speichere ich mir einfach mal eins hier drunter. Und zwar speichere ich das jetzt hier direkt bei mir im Ordner Sales Personal Files, sag Speichern. Und dann sollte er dieses Wallpaper dann auch direkt erkennen. Ihr seht jetzt, er hat das schon direkt abgefangen. Also das ist wirklich so schnell, da kann man kaum hinterher gucken. Also da hat er diese Datei halt schon erkannt und synkt die dann. Und jetzt schauen wir mal, ob die denn hier auch in meiner Web-Oberfläche schon da ist. Und ihr seht da, sie ist tatsächlich auch schon angekommen. Ihr seht, Pythio Sales ist eine Alternative zu Nextcloud, OnCloud, C-File oder anderen Lösungen, die ich euch bereits gezeigt habe. Und zwar eine wirklich schnelle Lösung, die auch noch ein tolles, aufgeräumtes Webinterface mitbringt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen. Gerne packe ich euch auch meine Docker Compose Dateien, die ich jetzt hier aufgebaut habe, nochmal in einen Cheat Sheet rein. Das kannst du dir dann bei uns in der Community, in der Telegram Community abholen. Da kannst du einfach hier oben auf spacefun.ch und dann hier bei uns auf den Punkt Community und dann entweder diesen QR-Code scannen oder hier auf Telegram klicken und dann bist du schon bei uns in der Community dabei. Und dort teile ich dann gerne diese Dateien mit dir, damit es einfacher für dich ist und du die nicht mühsam aus diesem Git-Repository rauspopeln musst. Ich wünsche dir viel Erfolg und natürlich kannst du bei Fragen auch jederzeit bei uns in der Community nachfragen. Wir haben viele tolle Leute, ganz nette Leute bei uns in der Community, die helfen dir gerne und ich bin natürlich auch immer für dich da und ich freue mich auf jeden Fall auf deinen Besuch. Wenn du es geschafft hast oder dir andere Lösungen bei mir anschauen möchtest, dann empfehle ich dir unbedingt Mitglied in meinem YouTube-Kanal zu werden, denn dort findest du im Mitgliederbereich noch hunderte weitere tolle Videos zum Self-Hosting und freier Software. Also mach das unbedingt und du unterstützt mich auch noch bei meiner Arbeit. Da bin ich dir sehr dankbar für. Ich freue mich auf deine Rückmeldung und auf deinen Besuch. Bis bald und tschüss.